Hallo Jerle. Ja, morgen ist erst wieder Musik. Heute wird gezockt. Kann ich hier noch irgendwo anders hin? Nee, konnte ich nicht. Gut. Gonna be a long way up. Frozen metal most of the way. Not making this easy, Dr. Sobek. So, die wichtigsten Pfeile erstmal nachgemacht. Gut. Machen wir einfach mal alle voll. Dann können wir es im Bedarfsfall nutzen. Und so setzen wir mal die Rohstoffe ein. So, was haben wir noch? Fallen und Tränke? Achso, ja, genau. Weil wir die noch nie uns selber gemacht haben. Deshalb wurde da gerade angezeigt. If plants can find a way to hang on up here, guess I can too. I can too, genau. Oh, ich war jetzt länger nicht mehr klettern, aber Leute, das, was hier so einfach aussieht, ne? Dieses einfach nach oben klettern an so einem Ding ist tatsächlich in Wirklichkeit so scheiß schwer. Da geht's noch weiter nach oben. Soll ich erstmal weiter nach oben klettern? Oder erstmal, ich gehe erstmal. Na, da geht's auch weiter nach oben. Ich versuche mal hier hoch zu klettern. Gucken, wo ich da noch hinkomme. Ah, nee, da muss ich tatsächlich weiter. Das heißt, ich werde erstmal hier nachgucken, was wir hier noch finden. Oh, fuck. Wow. Gut, dass das Ding da unten noch war. Ich habe gedacht, wir hätten es verkackt und würden fallen. That began when they engaged in unauthorized offensive operations against robots and human personnel of the Hearts Timor Energy Combine. Now, I wish that I could relate that the crisis has been exaggerated, but it's not. The peacekeepers have not responded to stand-down codes, and by all signs, they appear to be replicating at a precipitous rate. Now, what I can promise you, can absolutely assure you, is that I am already devoting every possible resource towards reaching a speedy conclusion to this issue. So when you hear the bad talk about us against this company in the days, maybe weeks to come, just bear in mind that we will get past this. That a day's coming when none of this will matter. Peacekeepers. That's what they called their machines. They were built for war, not peace. Ja. Ironie des Schicksals. Ich würde jetzt tatsächlich trotzdem mal kurz innen lang gehen. Also nochmal hier zurück. Damit ich beide Wege habe. Wow. Nein, 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 du sollst dich bitte fallen lassen. Ganz bitte, danke. Frost on my eyelashes. So, klettern wir mal innen lang und mal schauen, wo es hier noch hingeht. Ah, okay, da wäre ich jetzt hier auch von außen hochgekommen, schätze ich mal. Wow. Da komme ich nicht rein. Uah, fuck. Ah ja, okay, jetzt bin ich wieder am selben Punkt. Alles klar. Gut, ich wollte nur beide Wege checken.
Dann also außen lang. Was? Da hoch sollst du bitte. Vielen Dank. Keinen Winkel verpassen hier. So. Das war wieder ganz schön knapp. Das hätte ich beinahe übersehen. Alle Mann an Deck. Von Gordon Nakata an Gina Zierman. Betreff Alle Mann an Deck. Gina, hast du schon mal von der Melville Island Fruit Association gehört? Ich auch nicht. Bis sie heute Morgen Klage gegen uns eingereicht haben. Offensichtlich gibt es vor der Küste Australiens ein kleines Inselparadies mit 2700 Einwohnern, die uns alle hassen, weil eine verirrte Harz-Timor-Einheit gerade ihre größte Mangoplantage verschlingt. Das lässt die offizielle Zahl an Klagen, die mit Harz-Timor zusammenhängen, auf 127 ansteigen. Die meisten entfallen auf private Firmen, aber es sind auch welche von Privatpersonen, Nationalstaaten und Nichtregierungsorganisationen dabei. Und da ist die Mutter aller Haftungsansprüche, Harz selbst noch nicht einmal mitgezählt. Ruf alle externen Firmen an, die je für uns gearbeitet haben und dann ihre Konkurrenten. Wir brauchen jeden Unternehmensanwalt, den wir finden können, der noch halbwegs nüchtern ist und dem noch nicht die Lizenz entzogen wurde. Gordon Nakada, stellvertretender Justiziar FAS. Was haben wir noch für Datenpunkte? Achso. Die haben wir schon angehört. Wow, das war wieder mega knapp. Da geht's wieder weiter hoch, aber ich werde trotzdem nochmal hier rum. Ja, die Aussicht wäre geil, wenn wir nicht so einen Schneesturm hätten hier. Ich wäre ja gerne auch noch den anderen Weg gegangen. Aber da laufe ich jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal nicht zurück. Wie krass zerstört hier einfach alles ist. Aber ich glaube, so langsam sind wir oben angekommen. Oh, kann ich da rüber? Da muss ich wahrscheinlich rüber, da muss ich rüber. Okay. Mutige Frau. Okay, da wäre ich wahrscheinlich auch hochgekommen. Da wäre ich hochgekommen, wenn ich den anderen Weg genommen hätte.
Von Stacey Anders an Robert Rescher betreff Delfinvideo. Bob. Unser Riesenhaufen Probleme wächst weiter. Anscheinend hat ein Fischer in der Bandasee ein Video von einer Hearts Timor Horus-Einheit aufgenommen, die sich per Biomasseumwandlung an der Küste von Pulau Wetar auftankt und dazu ausgerechnet eine Herde gefährdeter Delfine benutzt. Vermutlich die letzten ihrer Art. Ich will nicht ins Detail gehen, aber es sieht aus wie das, was in einem Mixer passiert. Als ob der Roboter sich einen schaumigen, rosafarbenen Milchshake aus Delfinmatsch macht. Unser Unterdrückungsteam hat das Video aus 43 Netzwerken entfernt, aber es wird immer noch verbreitet und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es viral wird. Eine vorformulierte Stellungnahme erscheint mir absolut unzureichend. Irgendwelche Vorschläge? Das könnte echt haarig werden. Stacey Anders, VP PR, FAS. Vice President PR-Abteilung. Hier wäre ich hochgekommen, wenn ich den anderen Weg genommen hätte. Ich gehe hier trotzdem noch gucken. Ach ja, aber das ist ja der Aufzugsschacht. Das heißt, hier wären wir dann komplett hochgeklettert. Gut, dann brauche ich gar nicht unten weiter gucken zu gehen. Ich habe da nämlich keinen weiteren Eingang gesehen. Gut. Jetzt bin ich mega gespannt, was uns hier erwartet. Von Miss Sobeck. Miss Elizabeth Sobeck. A way up. All it takes is a few good handholds. Wow. All right, made it. Wonder what we'll find. Ja, ich bin auch mehr als gespannt. Ein Gesundheitstrank. Nee, den nehme ich jetzt. Wow. Man, einmal den falschen Knopf gedrückt, ne? Hallo Anschke, herzlich willkommen im Vogelnest. Morgen ist an dieser Stelle um 19 Uhr wieder Musik mit Gesang und Gitarre. Heute gibt's eine Runde Horizon Zero Dawn. Hier hinten komme ich... Ach, hier komme ich wahrscheinlich runter nachher, ne? Ja, das kann ich mir wahrscheinlich... Ich gehe erstmal noch nach hier vorne. Vielleicht ist hier noch was. Ja, da steht auch tatsächlich noch was. Kann sie sich jetzt bitte ganz hier vorne draufstellen und die Arme ausbreiten? Und dann so ein... Na 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 na. Okay, lass uns das. I'd have to leave something else behind. Gut. Ja. Ich spiele komplett blind Jele. Ich habe die erste Stunde irgendwann mal gespielt auf der PS4. PS4 Pro. Aber nie weitergespielt. Und jetzt ist mir doch nochmal für den PC geholt, weil mir so viele Leute gesagt haben, dass die Story so toll ist. Und ja, jetzt diesen Monat hoch. Could be something around that my focus will see. Ja. Ich weiß ja schon, was ich begutachten muss. Und dann habe ich mir gedacht, spiele ich es jetzt nochmal, bevor Forbidden West rauskommt. All data has been erased from this device. Do you wish to deploy alpha privileges to recover purged data? Oh yes, I believe I do. A file has been recovered. Mhm. 3 Zettabyte Datenspeicher, noch 6% Akkuleistung. Ah, okay. Elizabeth, good to, it's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your daddy confirms this. All right, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out.
There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Are you telling me a swarm has gone rogue, Ted? It's worse than that. Show me the data then. And I'll take that lunch. Alone. Ted Faro brought Elizabeth Sobek here, but they hated each other. Another file has been recovered. Jetzt machen auch die Aufzeichnungen ganz am Anfang in der Höhle, als wir noch ein Kind waren, Sinn. Wo es hieß, wir feiern hier Silvester, als ob wir eine Wahl hätten, woanders hinzugehen. Das war wahrscheinlich die letzte Zufluchtsstätte. Ich kann mich leider nicht mehr an die Namen am Anfang erinnern, aber können wir ja in unseren Dateien mal schauen. Und hallo Washington, herzlich willkommen. This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Liz. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of killer robots Peacekeepers. that consume biomass as fuel, In emergencies. and you made them capable of self-replication. Limited, self-manufacture, controlled. Not anymore. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think I... Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean. Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. Tja, bisschen zu spät die Einsicht, ha? The Faro robots threatened all life on Earth. But somehow she defeated them. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here. A final file has been recovered. Peacekeepers. Wie hat das immer betont? Project Zero Dawn. Jesus, Liz. There has to be another way. If there were a nicer way to fix your mess, I would have proposed it. But this? This? When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. I know. I am speaking to you from a VTOL en route to U.S. Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy? Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. Anscheinend schon. I'll sign. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. God forgive me. What made her solution so terrible? What did she do to stop the robots? Executive access detected. Express lift opened. Zero Dawn, also kein Sonnenaufgang mehr. Ja, oder null Sonnenaufgang ist wahrscheinlich das Leben der Menschen unter der Erde in Vaults oder sowas. Da haben wir ja schon auch
waren wir schon in diesem einen Maschinending drin. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching, and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Was? Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Pharaoh robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime, and what you want to know is my name. Silence. That's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. Silence. I kill you. Entschuldigung. Ich konnte ihn mir nicht verkneifen. All right, Silence. You've made your point. I came to these ruins hoping to learn more about this Elizabeth Sobek. And I have, but I still don't understand my connection to her. Or why the Eclipse is trying to kill me. Or who Hades is. No answers, just one question after another. Exactly. Which is why it's time to expand your frame of inquiry. Only then will you see just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. Also ich glaube ja, dass die einzige Möglichkeit, wie sie in Verbindung mit Elizabeth steht, ist ja eingefrorene DNA. Ne? Also irgendwie DNA-Replikation in was auch immer oder wie auch immer aufbereitet oder ja, haltbar gemacht. So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades? It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With a terrible voice. All that's certain is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the Eclipse to resurrect Pharaoh robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Now if that's enough talking, be on your way. Oh no.
I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. Was ich mir jetzt gerade zusammenreime, ihr Lieben, ist, dass die sich irgendwie aufgesplittet haben, weil Faro ja nicht besonders begeistert von der Lösung war, die sie hatte. Irgendwie hat sie es geschafft, die Maschinen zu overriden, wieder zu übernehmen oder halt eine Superwaffe gegen diese Maschinen zu entwickeln. Und er hat sich wahrscheinlich irgendwie damit beschäftigt, wie er die Maschinen wieder zum Leben erwecken kann, wie auch immer. Und vielleicht ist er immer mehr irgendwie zum Geist dieser Maschinen geworden oder hat dann irgendwie seine DNA irgendwie als künstliche Intelligenz gespeichert oder so. Und das ist jetzt irgendwie der Kampf, den sie führen. Also sie mit ihrer gespeicherten DNA, dass wir halt Aloy sind, also von ihr abstammen, und er mit seiner künstlichen DNA, der die Maschinen kontrolliert. Und dann kämpfen die quasi so ein Teufel gegen Engel-Fight halt mit Maschinen gegen menschliches Leben. Das ist das, was ich mir jetzt gerade zusammenreime. Aber naja, ich könnte auch völlig daneben liegen. Aber ich bin sehr gespannt. Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. Behauptest du? You've been using my focus to spy on me. How's that possible? Every focus emits a signal, a voice, that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. Mhm. And you can spy through other eclipses' focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is complicated. Hallo Coach und hallo Washington, ich grüße euch. You said you've known for some time that Faro war machines destroyed the civilization of the old ones. The evidence pointed that way. But until now, I never knew the full scope of their danger. That they could process organic matter into fuel, or that the Horus class could manufacture more robots. Like a cauldron on legs. But the robots we've seen so far, the Corruptors and Deathbringers, they don't do those things. Not yet, anyway. So far, we haven't encountered any that are undamaged. At full power, who knows what they're capable of? Mhm. Is there any chance that Elizabeth Sobek could still be alive somehow? It's highly unlikely, but not impossible. Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals, mostly, an ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting time. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asuram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person, and your manners had better be improved.
Well, getting down will be a lot faster than getting up here, at least. U.S. Robot Command next. To learn the secrets of Zero Dawn. Achso, das waren die 3 Unterhaltungen, die wir am Tisch gesehen haben. Okay. Dann nix wie runter. Schwupp. Was? So hoch nur? Gray light lifting. Snow's gonna clear. Ja, und einmal mit dem Kopf voll vor die Wand. Okay, das hier war mal Pharo Tech.